Moin aus der Hut. Heute mal aus den heiligen Hallen von Botnik Archery. Die Legende höchstpersönlich ist auch mit dabei. Den werden wir gleich auch noch mit einbinden. Pfeilphysik Teil 2. Und selbstverständlich Vorstellung von unserem Hoodstyle 3D. Den werden wir euch auch noch mal vernünftig einblenden. Und direkt vorab, Gerhard, ganz liebe Grüße. Stammzuschauer unserer YouTube-Videos, hinterlässt immer super tolle Kommentare. Unter anderem hat er angemerkt, dass in der letzten Zeit ja doch jede Menge Schäfte wie Pilze aus dem Boden geschossen. Ja. Und auch allgemein haben wir von unseren Kunden oftmals das Feedback, jede Menge neue Pfeile, was hat das damit auf sich? Direkt schon mal vorab. Wir können das Rad nicht neu erfinden. Aber auch Reifenhersteller bringen regelmäßig neue Modelle raus, ne? Neue Zusammenstellung der Materialien, neues Profil, was auch immer. Und genau so ist es bei den Schäften natürlich auch möglich, über die Veränderung der einzelnen Variablen neue Kombinationsmöglichkeiten zu erstellen. Das möchte ich kurz ein bisschen ausholen. Wird ein bisschen Gequatsche jetzt, aber meine Zuschauer kennen das. Kein Thema. Meine eigene Historie. Ich habe damals von dir unter anderem auch gelernt, grundsätzlich ist der dünnere Pfeil, habe ich ja im ersten Teil auch schon erwähnt, immer erstmal der bessere, näher an der Bogenmitte. Stabilisiert sich schneller, weil er sich weniger rumbiegen muss und schneller gerade ziehen muss. Deswegen habe ich am Anfang Easton Apollo, Carbon One, Slimline Black, alles Mögliche geschossen. Mir fehlte aber so ein bisschen die Flexibilität, die man bei Schraubspitzen hat. Meine persönliche Bogensammlung sind aktuell 6 Bögen zwischen 35 und 47 Pfund. Und dann finde ich das ganz praktisch, wenn ich durch Verändern des Spitzengewichtes auch den dynamischen Spine dementsprechend mal an anderen Bogen so ein bisschen anpassen kann. Von daher habe ich dann auch mal ganz am Anfang Gold-Tip Traditional, Gold-Tip Warrior und dann eine ewig lange Zeit den Hunter Extreme, den ich super genial fand. Und dann kam der Barracuda. Der hat mich geflasht, weil der war noch mal einen Tacken dünner als der Slimline Black. Noch schneller stabilisiert. Ich war vom Pfeilflug mega begeistert und habe den erstmal genommen. Aber wo wir jetzt die Thematik haben, ne, neue Zusammenstellung und so weiter, könnte ich dich ja mal nehmen. Der Barracuda ist ja im Grunde genommen eine Weiterentwicklung vom Slimline Black von Pentalon. Und da könntest du hier mal erzählen, was da dementsprechend dann verändert wurde. Ja, das ist eigentlich recht simpel erklärt. Bei dem benannten Schaft hatten wir das Problem einfach, dass die Spinewerte, die weicheren Spinewerte, die Spinewerte 1600 und 1800 von der Wandung her zu instabil waren. Da konntest du zum Teil bei den 1600er Schäften wirklich den Schaft mit den Fingern zerdrücken. Und dieses Problem zu lösen war die eine Aufgabe. Und das konntest du nur machen, indem du die Wandungsstärke erhöhst. Und da mussten wir mit den Innendurchmesser nach unten gehen. Das war so der Hintergrund, der sich aufgetan hat. Dann hatten Spitzen zum Teil nicht gepasst, Klebefläche zu gering. Das heißt, ich habe 35 oder 50 Grain Spitzen gebraucht, die genügend Klebefläche trotz des leichteren Gewichts. Also da haben wir ja kleinere Schäfte, die in den Schaft reingehen. Die blenden wir euch ein, ja, dass ihr den Vergleich habt. Ja, und dann haben wir gleich die Schäfte. Neben den Schäften natürlich, die stabiler geworden sind, haben wir dann die Spitzen weiterentwickelt und dann kamen die Nocken. Das war ein ganz, ganz großes Thema. Da sind immer wieder Nocken geplatzt. Also das war über Jahre hinweg, obwohl die Herstellung der Nocken hier in Deutschland ist, hat es da Probleme gegeben. Und was sind ganz viele Impulse von Bogenschützen und auch von unseren Händlern gekommen, die dann gesagt haben, Mensch, mach doch die Pin-Nocken da, diese kleinen Dinger. Ich bin jetzt nicht so ein Freund von so kleinen Dingern, aber die sind halt super präzise, super haltbar. Und dann haben wir beim Barracuda klein, dünn und giftig, so, das ist der Hintergrund, ein ordentliches Gewicht reingepackt, haben die Wandung ein bisschen, haben wir natürlich dicker gemacht, um die Stabilität reinzubringen, haben die Spitzen optimiert und noch die Nocken, ein komplett neues, hochwertiges Nockensystem rangemacht. Und das war der Hintergrund hinter unserem Barracuda. Und dann habe ich natürlich mein Markenzeichen, Henry Botnik, das Logo und mein Namen auch draufgeschrieben, weil ich habe das auch entwickelt. Und an der Stelle ein herzliches Dankeschön an Jürgen Goll von Scheibenpanik, der für uns in der Entwicklung der Spitzen Hand angelegt hat und da die Zeichnungen und die Entwicklung gemacht hat. Jürgen Goll, Scheibenpanik, Dankeschön. Die sind spitze. Grüße. Ja, da habt ihr jetzt mal ein Beispiel, ne? Keine Neuerfindung, einfach eine Anpassung von verschiedenen Komponenten, um es zu optimieren. Ich war super zufrieden. Dann kam der Partisan. Ja, im Grunde, ich sage jetzt mal grob,
Hunter Extreme ist 5/16 und Partisan ist 9/32. Und einen Tacken dünner und fand ich super. Und dann fing es bei mir an, dass ich im Grunde genommen mich nicht so wirklich entscheiden konnte und dann immer zwischen Barracuda und Partisan hin und her gehüpft bin. Und dann kam der Alpha. So, und beim Alpha ist es so, der ist jetzt zwischen den beiden. Da bist du jetzt bei einem 17/64 Durchmesser. Und geiler Pfeil, also super schnell, super leicht, zieht sich unheimlich schnell gerade. Meine persönliche Erfahrung ist allerdings ein bisschen sehr leicht. Wenn ich jetzt meinen leichten Schuh oder so einen sehr, sehr leichten Bogen nehme und mir den Alpha dann abstimme, dann habe ich es mit den Klebespitzen maximal auf einen GPP-Wert, Grain per Pound, habt ihr ja alles im ersten Teil gelernt, von 7,071 gebracht. Und da habe ich dann bei meinem extrem leichten Bogen schon gemerkt, dass der Bogen anfing, ein wenig Reaktion zu zeigen. Ja, da muss ja Restenergie zurückkommen, weil Masse nimmt Restenergie auf. Je leichter der Pfeil, desto weniger Energie nimmt er mit, desto mehr Energie geht in einen Bogen. Respektive, wenn es der Bogen nicht kompensieren kann mit seiner Masse, kommt es in der Hand an. Ja. Jetzt habe ich aber meistens keine Lust auf einen Bogenköcher, so einen schweren Bogen habe ich auch keine Lust zu. Von daher, ich denke, ist jetzt nicht mein Fachgebiet, aber ich könnte mir vorstellen, dass der Alpha zum Beispiel ein richtig geiler Fall für Compound-Schützen ist. Eventuell kann Thomas ja auch mal einen Kommentar hinterlassen, ne, Grüße. Aber ja, genau. Jetzt kam dann so mit Henry immer mal wieder im Laufe der Jahre das Gespräch, dass ich ja schon auch ganz gerne meinen eigenen Pfeil hätte. Aber ich will jetzt nicht einfach nur irgendeinen Pfeil rausbringen, damit da mein Logo drauf ist oder irgendwas kopieren oder irgendwie sowas. Und dann kam mir die Idee. Warum nehmen wir nicht den Durchmesser vom Alpha? Vollcarbon, also kleine Weiterentwicklung auch zum Partisan. Und dann ganz neu, und das ist ein richtiges Highlight, Aluminium und Messinginsert. Also genau wie beim Partisan wird es auch ein Messinginsert bis 100 Grain geben. Das heißt, wir sind vom Durchmesser zwischen, grob gesagt, Barracuda und Partisan. Das heißt, wir sind ein bisschen dünner als der Partisan, aber wir können Schraubspitze benutzen. Und das ist für mich die Kombination, die für nahezu jeden 3D-Schützen wirklich ideal sein kann. Ist alles so ein bisschen Geschmackssache und auch ganz, ganz wichtig. Alles kein kann, kein muss, kein sonst was. Das hast du auch mal bei einem Video von uns am Anfang gesagt, dass du ein Feind des Wortes muss bist. Absolut. Wir haben es jetzt so gemacht, wir haben sämtliche Schäfte mit allen möglichen Schützen durchprobiert und wir sind bei dem hier in der Lage, uns ein 8081 GPP Setup abzustimmen. In etwa, da sind wir dann in etwa, ich habe mir sogar ausnahmsweise mal Notizen gemacht, da sind wir dann in etwa so beim FOC von roundabout 10 rum, was völlig okay ist. Möchte man aber noch ein bisschen frontlastiger, dann landet man irgendwo bei 8,5, 8,6 GPP, was wir auch noch ideal finden. Ja, jetzt hatte ich eigentlich angedacht, dass ich dich auch noch mal was zum Energierezept frage. Hast du schon erzählt, aber gerne sonst auch noch mal deine Meinung dazu, auch mit dem Gewicht. Ja, ich habe ja auch im Hintergrund mit diesem Durchmesser schon lange geliebäugelt. Der Partisan Extrem, wie entstanden ist, das war der dünnstmögliche, den ich mir da vorstellen konnte. Mit dem ich die Schraubspitzen, da ich ja auch den jagdlichen Hintergrund habe, möchte ich nicht Klebespitzen ausschließlich verwenden, sondern möchte meine Komponenten reinschrauben, damit ich die Spitze, die Feldspitze, die ich am 3D-Parcours verwende, rein- und rausschrauben kann und eine Jagdspitze einfach reinschraube, weil ich möchte auch nicht mit den verschiedenen Pfeilen. Mein Pfeil ist universell einsetzbar, den setze ich bei mir bei meinen Kursen instinktives Bogenschießen auf dem 3D-Parcours und bei der Jagd ein. Ja, und was ich damals allerdings nicht auf dem Plan habe, dass es ja einen Durchmesser gibt, wo ich dieses Insert nicht in der herkömmlichen Art und Weise einklebe, sondern ich schraube das so ran und dann kann ich das Insert nach innen schieben.
und kann einfach noch eine Spur dünner gehen. Und das bedeutet, jagdlich gesehen, bessere Penetration. Der dünnere Pfeil näher an der geometrischen Mitte wird sich schneller stabilisieren, auch dadurch ein bisschen, wenn der Spinewert natürlich passt. Also nur Vorteile. Und dann haben wir angefangen eben zu sagen, so, jetzt gehen wir in diese Richtung. Dann ist Mike noch aufs Tablett gekommen mit seinen eigenen Schaft und dann haben wir das Projekt gemeinsam zusammen über die Ziellinie gezogen und haben hier diesen schönen dünnen Schaft in Vollcarbon mit kreuzgewebten Carbon, also unwahrscheinlich stabil. Schöne Optik natürlich und vor allen Dingen die Spinewerte sind halt von 350 bis 1000, gell? Und ein Tausender Schaft in diesem Durchmesser und noch stabil vor allen Dingen, das ist schon eine ganz tolle Sache und ich kann dir nur eins sagen, Mike, das ist der erste OEM-Schaft, den wir für einen unserer Händler machen. Gell? Du bist der erste Händler, der einen Carbon-Schaft hat, wo nicht nur das Logo von dir, von Hood drauf ist, sondern dahinter noch sozusagen unser Botnik Archery Logo drauf. Also viel Erfolg bei deinem neuen Carbon-Schaft. Ich weiß, dass, weil wir haben daran gearbeitet, dass Qualität und Eigenschaften hervorragend passen. Ordentliches Gewicht, nimmt ordentliche Energie mit für einen 3D-Parcours, wird dessen Gigant sein. Ja. Wir haben den auf Holzbrettle geschossen, also wir haben Holzbretter durchschossen, wir haben Blech durchschossen. Sag mal, Brettle ist doch ein fränkisches Wort. Das habe ich von dir übernommen. Ja, klar. Alter, Brettle. Du wirst schon noch ein Franke. Also wie gesagt, wir haben Bretter durchschossen, wir haben Blech durchschossen, wir haben auf Bremsscheiben geschossen, was er gerade schon sagte. Ich bin natürlich wahnsinnig stolz, weil was er schon sagte, das ist der einzige Schaft außerhalb von Botnik Archery, wo das Logo von Henry drauf ist, weil haben wir gemeinsam entwickelt. Und soll ich dir was sagen, wenn du schon nicht alles erzählst über die Hood-Style 3D, dann mache ich das jetzt. Es gibt ja, und das hat er euch im Moment total unterschlagen, es gibt ja nicht nur den Hood-Style 3D mit der 006er Gradigkeit, sondern den Hood-Style 3D Pro. Auch da kleine Anekdote, unser Renki, der hat mit mir zusammen auf der Botnik Bowhunter Challenge in England den kenn ich, ja. Und auf der Shoe Challenge, bei beiden Turnieren waren wir in einer Gruppe. Ich muss zugeben, er hat bei beiden Turnieren besser getroffen als ich. Ich habe deutlich öfter Holz getroffen als er. Trotzdem ist ihm hier und da mal ein Alpha zerknackst. Er nimmt es aber in Kauf und er schießt super gerne den Alpha, und weil der halt auch diese 003er Straightness hat. Das heißt, wem das jetzt den Euro mehr wert ist, ich sage jetzt mal grob den Euro, der kann auch 0003er nehmen. Ich sage jetzt mal 0006er ist für 3D völlig ausreichend, aber manchmal ist es ja auch alleine für den Kopf. Alleine, dass man weiß, ich habe den 0003er, daran kann es nicht liegen. Ja, Kleinigkeit. Du, frag mich mal, was ich schieß. Was schießt du denn? 006. Ja, hier. Ne? Also der Meister persönlich schießt einen 006er. Reicht mir voll. 6.000stel Richtgenauigkeit im Rundumlauf. Leute, 6.000stel Zoll. Also wenn die 3.000stel Zoll was rausreißen sollen, wisst ihr, was ich da sage? Einfach ein bisschen mehr trainieren. Ja. Und mir fällt jetzt zum Schluss noch eine Kleinigkeit ein. Bei deinen letzten Kursen, die du bei uns gegeben hast, da ist ein Kursteilnehmer zu Henry gegangen und hat ihn auch darauf angesprochen, die ganzen neuen Schäfte jetzt hier, und wo denn der Unterschied wäre, wenn er sich irgendwelche billigen aus dem Internet bestellt. Und deine Antwort, die muss ich hoffe, ich darf das hier. Ja, natürlich. Ich fand die echt genial. Natürlich kann man sich günstige, billige Pfeile irgendwoher bestellen, mit einem gewissen Risiko auch immer verbunden, was die Qualität angeht. Aber in dem Moment, wo ihr den Hood-Style wählt, unterstützt ihr einfach auch den deutschen Fachhandel. Ich habe in den letzten Jahren mit locker 1000 Gruppen gearbeitet, ohne Ende Kurse gegeben. Das heißt, wir versuchen, den Sport auch zu fördern, und das unterstützt ihr damit mit. Sagen wir mal im Klartext, bei uns, natürlich kannst du dann als Mr. Temu oder Mr. Alibaba auf den Parcours gehen und da Werbung machen. Da geht's die sind natürlich auch ganz ordentlich. Wenn du Pech hast, langst du halt mal rein und dann kriegst du eine Charge, wo der Spinewert überhaupt nicht passt. Wir kontrollieren die halt genau. Da hast du dann deinen Ansprechpartner, an den du rangehen kannst. Und es hat einfach was natürlich mit Markentreue und mit Branding zu tun. Es ist eine Identifikation. Da gehst du mit dem Hood-Style raus, machst Werbung für Hood und für Botnik, und mit den anderen gehst halt mit dem Temo raus. Also was aber gar nicht geht, ist, wenn dann jemand kommt, holt sich deine Kompetenz irgendwo im Shop
und geht dann in Temo, Ja. dann weg. Ja. Gell, braucht man nicht. Abschließend auch vor allem für die ganzen paar tausend Leute, die es bei mir gelernt haben, ne, die den Hood-Style schießen, können jetzt auch den Hood-Style schießen. Ne? Das heißt, Jetzt ja. verwirrst du mich. Wenn die den Hood-Style schießen können, Ja, die haben den Hood-Style gelernt, ne? Das instinktive Bogenschießen. Wunderbar, und können wunderbar. jetzt mit ihrem Hood-Style den Hood-Style schießen und so ein bisschen auch die Loyalität, ne? Auch vielleicht so, dass sie das gut finden, was wir da machen. Abschließend, wie gesagt, unserer Meinung nach, ich hoffe, ich spreche jetzt einfach mal für dich mit, für die Masse der 3D-Schützen der ideale Pfeil. perfekte Dicke. Wunderbar. Du kannst eine universell einsetzen, Schraubspitzen plus Klebespitzen. Das geht natürlich auch, das hattest du vorhin nicht erwähnt. Ja, natürlich. Die Klebespitzen vom Alpha passen natürlich ganz genauso. Das heißt, zukünftig logischerweise werden die auch in die Alphas reinpassen. Ne, also von daher, ihr habt da wirklich die Flexibilität. Ja, und genau, komm, das mache ich jetzt ganz spontan. Ja. Die erste Charge wird nicht gerade klein sein. Ich glaube, kann man sich vorstellen, wenn ich einen eigenen Schaft bestelle, dann brauche ich nicht irgendwie mit 60 Schäften pro Spinewert ankommen oder sowas. Und dann haben wir den Hood-Style und den Hood-Style Pro. Also da kommt eine ganze Menge. Nichtsdestotrotz ist die Menge irgendwo auch begrenzt. Ja, das heißt, ich werde für die erste Lieferung einen Vorverkauf starten. Und da habe ich jetzt gerade ganz spontan mal entschieden, die erste Charge gibt es 10% Rabatt. Das heißt, wer bei der ersten Charge dabei sein will, direkt vorbestellen. Was weg ist, ist weg. Und ich vermute mal, dass es immer ungefähr so 2-3 Monate dauern wird, weil ich muss da halt dementsprechend Mengen bestellen, völlig klar. Also wer bei der ersten Charge dabei sein will, vorbestellen. Wunderbar. Hood-Style 3D, Hood-Style 3D Pro. Mike, es ist mir eine Ehre, mit dir zusammenzuarbeiten. Mir auch. Ich danke auch nochmal für die ganze... Timo Döscher, auch nochmal riesen Dank, hat auch mitgetestet. Ja, also aktuell gerade wieder Schweizer Meister und so weiter. Von daher freuen wir uns auch. Ich glaube, das war's. Reicht. Wir sind raus. Grüße aus der Hut. Wir sehen uns.